Und genau in dem Moment habe ich gemerkt, ich mache mir seit Jahren was vor. Oh, hallo erstmal. Jonas, du legst ja direkt los. Ohne Hallo, ohne alles. Ups, sorry, Lena. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Also, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ein kleiner Tipp gleich am Anfang, weil so viele von euch Deutsch lernen. Wenn's mal zu schnell wird, macht oben die Untertitel an, dieses kleine CC. Dann lest ihr einfach mit. Guter Tipp. Ich vergesse das immer. So, und jetzt zurück zu dir. Du machst dir was vor? Das musst du erklären. Heute geht's um Träume und Ziele. Und weil das so ein großes Thema ist, steige ich gleich mit einer frechen These ein. Oh, freche Thesen mag ich. Ich glaube, die meisten Träume werden nie wahr. Nicht wegen Pech, nicht wegen Geld, sondern weil wir sie nie wirklich aussprechen. Warte mal. Das ist eine ganz schön große Behauptung. Ich weiß. Aber gib mir die nächste halbe Stunde. Dann zeige ich dir, warum ich das glaube. Na gut, ich pass auf. Und wenn euch solche Fragen packen, liebe Zuschauer, abonniert den Kanal, dann seid ihr nächstes Mal wieder dabei. Genau. Also, Lena, eine Frage direkt an dich. Was ist ein Traum, den du früher hattest und nie jemandem erzählt hast? Uff, direkt so hart? Direkt so hart. Okay. Ich wollte mal ein kleines Café haben. Mit Büchern. So ein Ort, wo Leute stundenlang sitzen dürfen. Siehst du? Und wie oft hast du das laut gesagt? Ehrlich? Fast nie. Vielleicht zweimal im Leben. Und da ist mein Punkt. Ein Traum, den man nie ausspricht, bleibt so ein Gedanke im Nebel. Man sieht ihn nie richtig klar. Ein Gedanke im Nebel. Das gefällt mir. Aber ich will trotzdem widersprechen. Bitte, dafür bist du ja da. Manche Leute reden ständig über ihre Träume und trotzdem passiert nichts. Reden allein reicht doch nicht. Stimmt. Reden allein reicht nicht. Aber ohne Reden fängt es gar nicht erst an. Das ist der Unterschied. Okay, das nehme ich an. Reden ist die Tür, aber du musst noch durchgehen. Schön gesagt. Die Tür und der Schritt danach. Und weißt du, was ich merke, gerade als jemand hier in Deutschland? Über Träume reden fällt vielen schwer. Wie meinst du das? Naja, wenn du jemanden fragst, was ist dein Traum? Dann lachen viele erstmal verlegen. So peinlich berührt. Ach, das kenne ich. Man sagt lieber ein kleines Ziel als einen großen Traum. Genau, lieber sagt man, ich möchte im Sommer verreisen, als ich möchte irgendwann ein Buch schreiben. Weil ein Ziel klein und sicher wirkt. Ein Traum ist groß und verletzlich. Verletzlich, das heißt, man kann leicht getroffen werden. Verletzlich, ja. Wenn ich meinen Traum sage und er wird nichts, dann ist das peinlich vor anderen. Und deshalb sagen wir ihn lieber gar nicht. Und dann kann er auch nicht scheitern. Aber er kann auch nicht wachsen. Puh, das ist eigentlich traurig, wenn man so drüber nachdenkt. Ein bisschen. Aber genau da kommen wir hin. Lass uns mal die Wörter selbst anschauen. Traum und Ziel. Ist das dasselbe? Nein, für mich nicht. Erklär mal. Ein Traum ist ein Bild im Kopf, ein Gefühl. Mein Kaffee mit den Büchern. Ich sehe das Licht. Ich rieche den Kaffee. Und ein Ziel. Ein Ziel ist trockener. Ein Ziel hat ein Datum. Bis nächsten März will ich das und das. Genau.
Und weißt du, was ich mir da immer denke? Ein Traum ohne Ziel bleibt ein Wunsch. Und ein Ziel ohne Traum ist nur eine Aufgabe. Oh, das ist gut. Sag das nochmal, langsam. Ein Traum ohne Ziel bleibt ein Wunsch. Ein Ziel ohne Traum ist nur eine Aufgabe. Und deshalb sind so viele Menschen müde. Sie haben nur Aufgaben und keinen Traum mehr dahinter. Ganz genau. Sie funktionieren, aber sie brennen nicht mehr. Krass. Okay, aber jetzt mal praktisch für unsere Zuschauer, die Deutsch lernen. Wie sagt man das im Alltag? Über Träume? Gute Frage. Fangen wir einfach an. Der schlichteste Satz: Ich träume davon. Ich träume davon, einen Kaffee zu haben. Perfekt. Ich träume davon, Plus zu Plusverb. Ganz einfach und trotzdem richtig. Und wenn es kleiner ist, ein Wunsch. Dann: Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass meine Kinder gesund sind. Und für ein richtiges Ziel? Da wird es konkreter. Mein Ziel ist es, bis Ende des Jahres die Prüfung zu schaffen. Mein Ziel ist es zu... Das klingt schon sehr erwachsen. Ist es auch. Ein Ziel klingt immer ein bisschen erwachsen. Ein Traum klingt wie ein Kind. Wie ein Kind. Und vielleicht ist das ja das Problem. Wir haben Angst, wie ein Kind zu klingen. Oh, das ist ein starker Gedanke, Lena. Angst, wie ein Kind zu klingen. Da muss ich kurz überlegen. Nicht dramatisch werden, Jonas. Ich? Niemals. Aber ehrlich, denk mal an ein kleines Kind. Wenn du ein Kind fragst, was willst du werden? Dann sagt es Astronaut oder Tierärztin. Ganz laut, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und wir Erwachsenen? Wir sagen leise, na ja, vielleicht, mal sehen. Ist eh unrealistisch. Ist eh unrealistisch. Das ist so ein typischer Satz. Ein Traumkiller. Ein Traumkiller, ja. Das Wort ist zwar Englisch, aber im Alltag sagen viele das. Killer, also etwas, das etwas tötet. Und woher kommt das? Dass wir mit der Zeit so leise werden? Ehrlich gesagt, das ist eine Mischung. Enttäuschungen. Andere Leute, die lachen. Und einfach das Leben, das oft anders läuft als gedacht. Enttäuschung. Das ist ein wichtiges Wort für Deutschlernende, oder? Sehr wichtig. Enttäuschung. Wenn etwas nicht so kommt, wie du gehofft hast. Ich bin enttäuscht. Das hörst du oft. Und interessant, das Wort selbst. Enttäuschung. Da steckt Täuschung drin. Oh, guter Blick. Ja. Eine Täuschung ist, wenn du etwas Falsches glaubst. Und die Enttäuschung ist, wenn dieser falsche Glaube endet. Also ist Enttäuschung eigentlich der Moment, in dem du die Wahrheit siehst. Genau. Es tut weh. Aber es ist die Wahrheit. Ein bisschen ist Enttäuschung also sogar ehrlich. Das dreht das Wort komplett um. Ich habe das nie so gesehen. Sprache ist voll von solchen kleinen Schätzen. Deshalb reden wir ja darüber. Gut. Aber jetzt zurück zu deiner frechen These. Ich bin ehrlich noch nicht überzeugt. Dann pass auf. Ich erzähl dir was. Keine große Studie, nur etwas, das ich oft erlebt habe. Ich höre. Stell dir zwei Nachbarn vor. Beide wollen ihr Deutsch verbessern. Beide, sagen wir, seit Jahren in Deutschland. Okay, zwei Nachbarn. Der erste behält es für sich. Denkt, irgendwann fange ich an. Der zweite sagt seiner Familie, ich mache bis Sommer die B2-Prüfung. Und du willst mir sagen, der zweite schafft es? Nicht sicher, aber viel wahrscheinlicher, weil er es gesagt hat.
Jetzt fragt die Familie. Und, wie läuft es mit der Prüfung? Ah, der soziale Druck. Die anderen erinnern dich. Nicht nur Druck, auch Hilfe. Vielleicht sagt die Tochter, Papa, ich übe mit dir. Der erste Nachbar kriegt diese Hilfe nie, weil keiner weiß, was er will. Okay, das leuchtet mir ein. Wenn keiner weiß, was du willst, kann dir auch keiner helfen. Das ist der Kern. Ein Traum, den du aussprichst, ist wie ein Licht im Fenster. Andere sehen es und kommen dazu. Ein Licht im Fenster? Schön. Aber jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli. Den was? Advocatus Diaboli. So nennt man jemanden, der absichtlich dagegen hält. Ist Latein? Klingt schlau, oder? Ah, sag lieber einfach. Ich spiele mal die Gegenseite. Das versteht jeder. Gut. Ich spiele die Gegenseite. Manche Leute halten ihre Träume geheim, weil andere sie sonst kaputt reden. Das ist wahr. Nicht jeder verdient deinen Traum. Oh, String. Aber ehrlich, wenn du weißt, dein Onkel lacht immer nur, dann erzähl es ihm nicht. Erzähl es jemandem, der dich unterstützt. Also nicht laut vor allen, sondern klug vor den richtigen Leuten. Genau. Aussprechen heißt nicht, schrei es auf den Marktplatz. Es heißt, sag es mindestens einer Person, die dir gut will. Mindestens eine Person. Das ist machbar. Das schafft jeder. Jeder. Und weißt du was? Manchmal reicht sogar ein Blatt Papier. Wie? Ein Blatt Papier? Schreib deinen Traum auf. Nur für dich. Plötzlich ist er raus aus dem Nebel. Er hat Buchstaben. Er existiert. Das habe ich mal gemacht, weißt du? Vor Jahren. Erzähl. Ich habe auf einen Zettel geschrieben, was ich in 5 Jahren machen will. Und dann in eine Schublade gelegt und vergessen. Und? Und Jahre später habe ich ihn wiedergefunden und fast alles war passiert. Nicht genau so, aber die Richtung stimmte. Wirklich? Das ist ja schön. Ich war selbst überrascht. Den Zettel hatte ich total vergessen. Und trotzdem hatte irgendwas in mir die Richtung behalten. Siehst du, das ist genau der Punkt. Aufgeschrieben heißt, dein Kopf merkt es sich, auch wenn du es vergisst. Aber jetzt kommt mein Zweifel. War es der Zettel oder wäre es sowieso so gekommen? Ehrliche Antwort? Das weiß ich nicht. Das kann dir keiner so richtig beweisen. Danke, dass du das so sagst. Ich mag es nicht, wenn Leute so tun, als wüssten sie alles. Ich auch nicht. Wir reden hier über das Leben, nicht über Mathematik. Aber der Zettel schadet nie. Das kann ich sagen. Der Zettel schadet nie. Einverstanden. Und für die Sprache, wie sagt man das mit den 5 Jahren? In 5 Jahren möchte ich... In 5 Jahren möchte ich fließend Deutsch sprechen. Fließend. Schönes Wort. Fließend wie Wasser, das fließt. Ohne Stocken. Genau. Und noch was Kleines, aber Praktisches. Die Zahl sprich ruhig aus. In 5 Jahren. Nicht die Ziffer im Kopf. Das Wort. 5. Warum eigentlich das Wort und nicht die Zahl? Nur so aus Neugier. Weil du beim Sprechen die Zahl ja hörst, nicht siehst. Und ehrlich, genau da stolpern viele. Im Gespräch fehlt plötzlich das 5 oder das 20. Also nimm's einfach mit rein, ganz nebenbei. Logisch. Okay. Aber jetzt wird's mir zu ordentlich. Alles klingt so nach Plan, Plan, Plan. Zu ordentlich? Ja, nicht jeder Mensch ist so. Manche träumen wild und planen nie und sind trotzdem glücklich. Da hast du recht. Es gibt die Planer und die Träumer. Und beide sind okay.
Ich bin eher Träumerin, du bist der Planer. Deshalb streiten wir ja so schön. Deshalb funktioniert unser Duo. Der Träumer sieht das große Bild. Der Planer sieht den nächsten Schritt. Und ohne den nächsten Schritt bleibt das große Bild nur ein Poster an der Wand. Oh, das war jetzt sehr planerisch von dir, Lena. Ich bin stolz. Halt den Mund. Aber ja, du färbst ab. Lass uns mal was ganz Konkretes machen. Einen kleinen Trick für alle da draußen, die einen Traum haben, aber nicht wissen, wo anfangen. Kein trockener Ratschlag, hoffe ich. Nein. Nur eine Frage. Eine einzige. Was ist der allerkleinste Schritt, den ich heute machen könnte? Der Allerkleinste. Nicht der Beste, nicht der Größte. Genau. Nicht, ich lerne jetzt perfekt Deutsch, sondern ich schaue heute dieses eine Video zu Ende. Das machen ja gerade viele. Hallo an alle, die durchhalten. Genau. Das ist schon ein Schritt. Ihr sitzt hier und hört zu. Das ist nicht nichts. Und was ich schön finde, der kleinste Schritt macht keine Angst. Ein großer Traum lähmt manchmal. Lähmt, gutes Wort. Wenn du so viel Angst hast, dass du dich gar nicht bewegst. Wie gelähmt. Ja, das kenne ich. Manchmal ist der Traum so groß, dass ich lieber gar nichts mache. Weil der Abstand zwischen jetzt und dem Traum riesig aussieht. Und der kleinste Schritt macht den Abstand klein. Ein Schritt. Und morgen wieder einer. Klingt fast zu einfach. Es klingt einfach. Es ist aber nicht leicht, jeden Tag dran zu bleiben. Einfach und leicht sind zwei verschiedene Sachen. Oh, warte, das ist auch was für die Sprache. Einfach und leicht. Ja, einfach heißt, nicht kompliziert. Leicht heißt, kostet wenig Kraft. Ein Plan kann einfach sein und trotzdem schwer durchzuhalten. Verstehe. Deutsch lernen ist einfach zu beginnen, aber nicht leicht durchzuhalten. Perfektes Beispiel. Genau so. Gut. Jetzt habe ich aber eine ganz andere Frage an dich, Jonas. Eine, vor der du dich vielleicht drücken willst. Oh yeah, los! Was ist ein Traum, den du aufgegeben hast und ärgert es dich noch? Puh, fair. Du zahlst es mir zurück. Natürlich. Also, ich wollte mal Musik machen. Richtig. Auf einer Bühne stehen. Ich habe jahrelang Gitarre gespielt. Das wusste ich gar nicht. Warum hast du aufgehört? Die Vernunft. Ein sicherer Job. Die Miete. Du kennst das. Und irgendwann stand die Gitarre nur noch in der Ecke. Und ärgert es dich? Ehrlich? Ein bisschen. Aber nicht so, wie du denkst. Sondern? Ich ärgere mich nicht, dass ich kein Star wurde. Ich ärgere mich, dass ich ganz aufgehört habe. Ich hätte einfach weiter für mich spielen können. Ah, der Fehler war nicht, den großen Traum loszulassen. Der Fehler war, gleich alles wegzuwerfen. Genau das. Ich dachte, entweder Star oder gar nichts. Und dabei gibt es so viel dazwischen. Das ist ein wichtiger Punkt für alle. Ein Traum ist kein Schalter, nicht nur an oder aus. Schön gesagt. Kein Schalter. Vielleicht bleibt vom großen Traum eine kleine, feine Version. Und die tut trotzdem gut. Spielst du noch? Manchmal. Abends. Ganz leise, dass die Nachbarn nichts hören. Und weißt du, das reicht mir heute wirklich. Das ist schön, Jonas, wirklich. Und genau das will ich den Leuten mitgeben. Dein Traum darf sich ändern. Er darf kleiner werden. Das ist kein Verlieren. Warte, das schreibe ich mir auf.
Ein Traum, der sich ändert, ist nicht verloren. Er wächst nur anders, als du gedacht hast. So wie ein Baum, der um einen Stein herum weiter wächst. Okay, jetzt wirst du poetisch, aber ich lasse es dir durchgehen. Danke. Einmal am Tag darf ich, oder? Einmal, nicht öfter. Aber lass uns kurz bei der Sprache bleiben. Das ist wichtig für die Leute. Bitte. Wie sagt man das, wenn man etwas aufgegeben hat? Für Deutschlernende. Ich habe es aufgegeben. Aufgeben, das trennbare Verb. Ich gebe auf. Ich habe aufgegeben. Und wenn ich es bereue? Ich bereue es. Oder weicher. Ich hätte es nicht aufgeben sollen. Das ist der Konjunktiv für so ein sanftes Bedauern. Ich hätte nicht aufgeben sollen. Das klingt richtig echt. Ist auch ein Satz, den man im echten Leben oft sagt. Ich hätte anders handeln sollen. Aber Achtung, liebe Zuschauer, nicht zu viel bereuen. Das bringt nichts. Da bin ich sofort dabei. Bereuen ist okay für einen Moment. Aber dann guckt man wieder nach vorne. Nach vorne gucken. Genau. Und weißt du, was mir bei diesem ganzen Thema auffällt? Sag. Gerade Menschen, die neu in einem Land sind, haben oft riesige Träume. Ein neues Leben, ein neuer Anfang. Das stimmt. Wer weit weg neu anfängt, träumt meistens groß. Sonst wäre er ja nicht gegangen. Und gleichzeitig ist der Alltag am Anfang so hart. Sprache, Papiere, Wohnung. Da bleibt für den Traum wenig Platz. Ja, der große Traum und der harte Alltag, die sitzen dann im selben Kopf. Und der Alltag schreit lauter. Der Alltag schreit lauter. So ist es. Und der Traum wird ganz leise. Und deshalb, glaube ich, ist genauso ein Gespräch wichtig. Einfach mal den Traum wieder lauter stellen. Nur für heute. Nur für heute. Ohne dass gleich alles perfekt sein muss. Genau. Niemand muss nach diesem Video sein Leben umkrempeln. Umkrempeln, das heißt, komplett verändern. Bloß nicht. Ich mag keine Videos, die dir sagen, ändere sofort alles. Ich auch nicht. Das ist zu viel Druck. Wir reden hier nur in Ruhe. Deutsch entspannt ist ja der Name. Entspannt. Genau. Und trotzdem nehmen die Leute was mit. Beides geht. Beides geht. So, und jetzt will ich noch auf ein Wort raus, das viele echt falsch benutzen. Ziel? Falsch? Wie kann man Ziel falsch benutzen? Nicht grammatisch, sondern im Kopf. Viele setzen sich Ziele, die gar nicht ihre eigenen sind. Ah, Ziele von anderen. Genau. Die Eltern wollten das. Die Gesellschaft erwartet das. Der Nachbar hat das auch. Und plötzlich ist es dein Ziel, obwohl du es nie gewählt hast. Das ist gefährlich. Du rennst und fragst dich nie, will ich da überhaupt hin? Und dann erreichst du das Ziel und fühlst nichts, weil es nie deins war. Das kenne ich sogar. Ich habe mal etwas geschafft, worauf ich stolz sein sollte. Und ich habe nur gedacht, und jetzt? Und jetzt, genau dieses leere Gefühl. Das kommt fast immer von fremden Zielen. Wie erkenne ich denn, ob ein Ziel wirklich meins ist? Gute Frage. Ich habe da eine einfache Prüfung. Ganz simpel. Los. Stell dir vor, niemand würde es je erfahren. Kein Applaus, kein Lob, kein Foto. Würdest du es trotzdem wollen? Oh, das ist gemeingut. Wenn ja, dann ist es deins. Wenn nein, dann willst du vielleicht nur die Bewunderung von anderen. Und das ist etwas anderes. Bewunderung.
Also, wenn andere dich toll finden. Das ist ein starkes Wort. Und ein starkes Bedürfnis. Wir alle wollen ein bisschen bewundert werden. Das ist menschlich. Man muss es nur ehrlich sehen. Bei meinem Café? Ehrlich? Ich glaube, ich würde es auch wollen, wenn keiner es je sieht. Ich mag einfach diesen Ort im Kopf. Dann ist es echt, Lena. Dann ist dein Café ein echter Traum. Kein fremdes Ziel. Es fühlt sich gut an, das zu hören. Auch wenn ich es wahrscheinlich nie mache. Und selbst das ist okay. Nicht jeder Traum muss wahr werden, um schön zu sein. Manche darf man einfach haben. Moment mal! Widerspricht sich das jetzt nicht mit allem, was du vorhin gesagt hast? Tut es das? Du hast gesagt, Träume soll man aussprechen und angehen. Und jetzt sagst du, man darf sie auch nur haben? Erwischt. Aber pass auf, da ist ein feiner Unterschied. Es gibt Träume, die du wirklich leben willst. Und es gibt Träume, die dir einfach nur gut tun. Erklär den Unterschied. Mein Musikstar-Traum tut mir gut, aber ich will ihn nicht mehr leben. Dein Café, da bin ich nicht sicher. Vielleicht willst du es doch mehr, als du zugibst. Autsch! Vielleicht hast du recht. Ich sage nicht, mach es. Ich sage nur, sei ehrlich zu dir, in welcher Schublade der Traum liegt. In welcher Schublade? Schön gesagt. Manche Träume liegen in der Schublade zum Anschauen und manche zum Rausnehmen. Genau. Und das Schlimme ist nur, wenn du einen zum Rausnehmen Traum jahrelang nur anschaust. Das nagt. Das nagt, wie ein kleines Tier, das langsam knabbert. Ein tolles Wort. Es nagt an mir. Es nagt an mir. Sehr gutes Alltagsdeutsch. Etwas lässt dir keine Ruhe. Okay, ich merke, dieses Thema geht tiefer, als ich dachte. Ich kam rein und dachte, wir reden nur über Wörter. Wörter und Leben, das lässt sich nie ganz trennen. Beim Sprachenlernen redest du automatisch über das, was dir wichtig ist. Und deshalb bleibt es hängen. Ein Wort, das mit einem Gefühl verbunden ist, vergisst man nicht. Und ehrlich, genau darum bleibt sowas hängen. Ihr lernt hier nicht nur Vokabeln runter. Ihr hängt sie an eure eigenen Träume. Und was am Gefühl klebt, das vergisst man einfach nicht so schnell. Sollen wir mal kurz sammeln, was wir bis jetzt an Wörtern hatten? Ganz locker. Gute Idee. Aber locker. Keine Liste zum Auswendiglernen. Nie. Also, ich träume davon. Ich wünsche mir das. Mein Ziel ist es zu. Enttäuschung. Verletzlich. Fließend. Bereuen. Und mein Liebling heute. Es nagt an mir. Es nagt an mir. Ja, das nehme ich mit. Und ich hätte etwas nicht tun sollen, der weiche Konjunktiv. Alles Sachen, die ihr heute noch benutzen könnt. Nicht irgendwann. Heute. Beim Abendessen. Mit jemandem. Apropos jemand. Wir haben viel über einzelne Menschen geredet. Aber Träume und Ziele sind ja auch was zwischen Menschen, oder? Wie meinst du das? Naja, zwei Menschen zusammen, in einer Familie, in einer Beziehung. Was, wenn die Träume nicht zusammenpassen? Oh, das ist ein riesiges Thema. Das ist fast ein eigenes Gespräch wert. Dann lass uns da gleich reingehen. Ich glaube, das interessiert viele. Bevor wir das aufmachen, kurz von Herzen an euch. Wenn euch dieses ruhige Reden gut tut, dann bleibt dabei und abonniert. Das bedeutet uns wirklich viel. Genau, kostet euch nichts und hilft uns sehr. So, und jetzt, Jonas. Zwei Menschen, zwei verschiedene Träume. Wer gibt nach?
Wer sagt, dass jemand nachgeben muss? Na, wenn einer aufs Land will und der andere in die große Stadt. Das geht doch nicht beides. Zugegeben, manchmal geht es wirklich nicht beides. Aber überraschend oft steckt hinter dem Traum ein anderes Bedürfnis, das man doch verbinden kann. Ein Bedürfnis hinter dem Traum. Das musst du erklären, aber weißt du was? Was? Ich hol da einmal kurz Luft und dann gehen wir richtig rein. Das ist es wert. Einverstanden. Einmal durchatmen. Und dann das Bedürfnis hinter dem Traum. Also das Beispiel. Einer will aufs Land, die andere in die Stadt. Frag mal nach, was dahinter steckt. Okay, warum das Land? Meistens kommt dann sowas wie: Ich will endlich Ruhe, Platz, nicht dauernd dieser Lärm. Verstehst du? Das Land ist nur die Verpackung. Das Bedürfnis ist Ruhe. Und bei ihr die Stadt? Wahrscheinlich Menschen? Etwas los? Genau. Leute treffen, nicht allein sein. Und plötzlich reden die beiden nicht mehr über Land gegen Stadt, sondern über Ruhe und Nähe. Und das kriegt man zusammen. Krass. Also die Frage ist nie, wer gewinnt, sondern was brauchst du da eigentlich? Ja, und das ist der ganze Trick. Der Traum ist oft nur ein Bild. Das Bedürfnis dahinter, das ist das Echte. Weißt du, das nehme ich mir heute mit. Nicht das Bild, sondern das Bedürfnis dahinter suchen. Bei mir selbst zuerst. Schöner Satz zum Schluss. Genau da hören wir auf. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Ehrlich, das war schön mit euch. Und wenn ihr wollt, dass wir weiter so reden, dann abonniert uns kurz, dann verpasst ihr nichts. Macht es gut. Passt auf euch auf. Bis bald.